Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich. Die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. The Lion King is one of the most beloved movies from my childhood as well. Of course. So what drew you to the project? What was your mission to remake it into a real-life approach? Well, I wanted to really push the limits with what we could achieve with these techniques that I had learned so much about on Jungle Book. New technology had become available that we could push it even further. And with the story, I knew that the story was strong. I knew that the music was wonderful. Ich sag dir genau, das murmelige Gefühl ist, dass ich also jetzt in den letzten paar Jahren sehr viel mit David Attenborough zusammengearbeitet habe und gesehen habe, was mit unserer Natur passiert. Und der Jon so einen fantastischen, realistischen Film gemacht hat. Hier sehe ich, wie wichtig diese Tiere für unser Überleben eigentlich sind. Während die einen in Saus und Braus leben, führen die anderen ein Schattendasein. Und betteln um die Überreste. It gave me the ability to talk to Disney and say, hey, I'd like to use these techniques. It wasn't going to be an inexpensive film, but knowing that it was going to be for The Lion King, they felt comfortable with using those resources for this property. And so I felt like I was able to push the limits beyond what you'd normally be able to do for a family movie like this, or using the technology that we had available to us. Exactly, the animation looks amazing. Thank you. And what was the hardest thing to do, like on animation-wise? The background, the animals? I think all of those things we learned a lot about from Jungle Book, and the technology has only gotten better. And again, it's all humans, it's all artists doing this, so I had a really good relationship with my team. Es gibt ja auch so ein paar neue Tiere in dem Film. Und wie war die musikalische Inspiration dafür? Die Schauspieler, die Musiker, wir sind alle bei mir im Zimmer und jeder ändert sich sofort und wird spielerisch und wird Musiker. Ich meine, das wichtigste Wort wirklich bei Musik ist natürlich Spielen, und das Spielerische kommt immer da raus. Und wir haben manchmal der Donald Glover vor allen Dingen und der Pharrell und ich, wir haben uns einfach hingesetzt und sollten eigentlich am Film arbeiten, und auf einmal kam dann ein neues Lied und neue Sounds oder was weiß ich. Also es ist immer so. Lauf weg, Simba, und komm nie mehr zurück. It's always difficult to make the animals talking not take you out of the reality of it. And also we had to fight with the idea that we couldn't use the tools a normal animator would with human expressions on the animal faces. So to get this emotional story across required techniques that are more akin to what you would see in a documentary. How do you prepare to break the hearts of another generation of kids? I know, it's very, I mean, the one good thing here is that everybody knows what Lion King is and what happens in it. Show your kid the old movie and see if you think they're okay with seeing this. By the end of the film, you realize that even as horrible as what happens to Mufasa is, the characters overcome it, persevere, and in the prevailing, it's my earliest memories of contending with the idea of death and loss have come from Bambi or Finding Nemo or Lion King. It's definitely a tough opening run to this film, but once you get into Timon and Pumbaa and you get into the heroics of the second half, you really feel like you've been through a journey. Yeah. So. Nala wird ja im Original von Beyoncé gesprochen, und es gibt ja auch einen neuen Song, Spirit. Wie war da die Zusammenarbeit? Wie ist dann der Song entstanden? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Wir haben alle Kinder. Also es ist alles für uns sehr wichtig, weil wir wissen, was unsere größten Kritiker werden unsere Kinder sein. Und ich habe das so einen ganz leisen Anruf von Beyoncé gekriegt. Sie hat gesagt, also ich habe sehr drüber nachgedacht und ich habe was geschrieben, kann ich dir das mal vorspielen? Sie hat wirklich den Film verstanden. Und für mich, es hat mir riesen Freude gemacht, dass wir auf einmal im König der Löwen eine der wichtigsten Szenen eigentlich umdrehen konnten in eine Königin der Löwen. Would you come back to adapt another Disney classic, maybe? I don't know. It's been 6 years now because I went right from Jungle Book into Lion King. I've been working on a project called The Mandalorian, which is Star Wars. So,
you know, although I'm not dealing with iconic characters, an iconic story, it is an iconic world, and there is a fan base that is very connected to that material emotionally. It's a wonderful opportunity to as a basis for storytelling. Vergiss das niemals.